sich halb umarmen und das Gesicht nah aneinander haben, leicht zum Betrachten gedreht. Auf der Höhe ihres Oberkörpers der Titel mit einem weißen Hintergrund. Clara, wie geht es weiter? Darunter Roman und ganz oben in gelber Schrift der Name der Autorin Petra Kania. Klappentext. Clara fühlt sich nur von ihrem Vater verstanden, da sie die Erwartungen ihrer Mutter nicht entspricht. Sie will kein Mädchen sein, schneidet sich die langen Haare ab, rauft mit den Jungen und spielt lieber Fußball als mit der Barbie-Puppe. Clara wird nicht nur in der Familie zur Außenseiterin, von niemandem verstanden, sondern auch in der Schule. Dort von einer Mitschülerin als Lesbe beschimpft, schlägt sie zu. Clara kommt in ein Internat, doch an ihrem Leben ändert sich nichts. Dass sie wirklich lesbisch ist, erfährt sie erst, als Inga, die Sozialpädagogin ihrer Internatsgruppe, sie verführt. Nun weiß Clara, wer sie ist, doch ihr Weg, ein glückliches, queeres Leben zu führen zu können, ist noch lang. Erst als sie Jahre später als Sozialarbeiterin auf einer Klassenfahrt die Mutter einer Schülerin lieben lernt, glaubt sie, endlich ihr Glück gefunden zu haben. Handlung in meinen Worten. Clara war zu ihrer Vaters Enttäuschung ein Mädchen und kein Junge. Ihre Mutter hingegen freute sich und wollte das perfekte Mädchen großziehen. Doch Clara wollte kein Mädchen sein, raufte lieber mit den Jungen und schnitt sich die Haare kurz. In der Schule entwickelt sie eine Schwärmerei auf ihre Lehrerin und realisiert so, dass sie kein Interesse am anderen Geschlecht hat. Das bekamen auch ihre KlassenkameradInnen mit und sie wurde schon bald gehänselt. Ihre Mutter wurde zweimal noch schwanger und bekam einmal den Sohn, den sich ihr Vater immer gewünscht hatte, und eine Tochter, die ihre Mutter unbedingt wollte. Nach einem Vorfall in der Schule waren ihre Eltern nur zu froh, sie auf ein Internat zu schicken. Dort erfährt sie, dass sie wirklich lesbisch ist und beginnt ihr Leben neu mit dieser Selbstfindung. Rezension. Mir tat Clara wirklich leid, von den Eltern weggestoßen, nur weil sie nicht das perfekte Kind ist, das sie sich wünschten, in der Schule gehänselt, von ihren eigenen Gefühlen überwältigt, und immer wenn sie mal eine schöne Zeit hatte, mit einer Person, die ihre Sehnsucht erwiderte, lief nach nur wenigen Seiten alles aus dem Ruder. Das Schicksal meint es echt nicht leicht mit ihr. Vor allem als ihre Oma starb, die einzige in ihrer Familie, die Clara so akzeptierte, wie sie war, kamen mir die Tränen. Zum einen musste ich an meinen eigenen Opa denken, der schon vor vielen Jahren verstorben war. Zum anderen konnte ich Claras inneren Tumult zu gut verstehen, auch wenn ich nicht annähernd dasselbe durchmachen musste wie sie. Der Schreibstil ist relativ einfach gehalten, kann die Gefühle den Lesenden aber gut überbringen und, wie oben schon erwähnt, auch deutlich zu spüren geben. Wer emotional ist, kann sich mindestens ein Taschentuch bereithalten. Gefallen hat mir nur nicht, wie mit Affären umgegangen war und generell das Liebesleben aller dargestellt wurde. Es gab 3 bzw. 4 Repräsentationen an Sexualitäten: lesbisch, schwul und hetero und bi. Und davon wusste anscheinend nur das schwule Paar, was Treue zum Partner bedeutet. Nun, ich habe mit Rosenbeziehungen absolut keine Erfahrung auf persönlicher Ebene, also kann ich das natürlich nicht ganz beurteilen, aber hatte trotzdem angenommen, dass Affären nicht so ein alltägliches Ding sind, wie hier dargestellt. Die eine hat nichts dagegen, mit einer Jungen ein bisschen zu vögeln, obwohl sie eine feste Freundin hat. Ein Typ macht mit einem Mädchen vor seiner Freundin rum. Naja, okay, es war auch die Idee seiner Freundin. Ein anderer spannt seine Lehrerkolleginnen aus und geht auf Dates, obwohl er verheiratet mit Kindern und einer schwangeren Frau ist. Eine andere macht mit ihrer Partnerin Schluss, packt am selben Tag die Koffer und verkündet, sie zieht mit ihrer neuen Freundin in eine andere Stadt. Und vermutlich noch einige andere Situationen, die ich hier vergessen habe. Also ich hatte noch nie das Gefühl gehabt, was zu verpassen, nur weil ich glücklich Single bin. Aber wenn das tatsächlich die Realität in Sachen Rosenbeziehungen ist, bin ich umso mehr froh, das nicht nötig zu haben. In dieser Hinsicht bezüglich der Affären fand ich aber auch schon cool, dass hetero- und homosexuelle Beziehungen gleich behandelt wurden. Homophobe Menschen wären überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten es da gibt. Die eine Bisexuelle oder auch Pan oder Poly, das wurde nicht genau gesagt. Repräsentation entstand sogar durch eine dieser Affären. Das Positive dabei war, dass die Charaktere über 40 sind und es zu wenig queere Diversität in dem Alter gibt. Zudem hat sich der eine Charakter um die 40 neu gefunden und entdeckt, dass derjenige bi, pan oder poly ist. Selbstfindungen in dem Alter werden
niemals erwähnt, obwohl sie viel zur Story beigetragen haben. Zum Beispiel wurde beschrieben, dass Clara schlechten Kontakt bis auf gar keinen mit ihren Eltern hat, seit sie aufs Internat gezogen ist. Später, bei der Beerdigung ihrer Oma, wissen aber plötzlich alle, dass sie lesbisch ist und auch eine Freundin hat und was sie ihm so treibt. Das war ein zu großer Sprung, ehrlich gesagt. Gefehlt hat mir die Info bezüglich der Beziehung zu ihren Eltern und dass der Kontakt überhaupt noch da war. Ein anderes Mal kam raus, dass sie eine